In diesem Video sind wir zusammen mit Benny Goes Overland unterwegs und sind auf den Spuren der alten Berber. Jetzt macht es gerade richtig Spaß. Die Franzi macht mir hier einen Weg durch die Dünen und ich muss nur immer den nächsten Hügel anvisieren und gucken, dass ich dahinter einigermaßen gut durchkomme. Und so kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, dass da die Piste eher geht, dann gucken. Jetzt kommen wir zwangsläufig an die Stelle, bei der wir festgesteckt sind, bei der Anfahrt zum Camp Smela. Nur dieses Mal ist es noch ein Tick schwieriger, da wir jetzt den Berg nach oben fahren müssen, um über die Dünen zu kommen. Ja, wir haben die schwierige Stelle überwunden, die uns so Probleme gemacht hat bei der Reinfahrt zum Camp Smela. Jetzt fahren wir vor bis zur Straße. Wir haben jetzt auch Luft abgelassen, läuft dann natürlich viel leichter. Allerdings haben wir immer noch unseren Luftschlauch nicht, weil der ging ja bei der Bergungsaktion verschütt und wir haben das passende Adapterteil noch nicht gefunden. Aber wir treffen jetzt gleich Christian von Benny Goes Overland und dessen Luft funktioniert noch. Ja, wir sitzen jetzt alle gemeinsam im Auto und fahren zusammen mit Christian von Benny Goes Overland weiter Richtung Osten, Richtung Schenini erstmal.
Won't you step on me? Das Dorf Chenini ist eines der bekanntesten Berberdörfer und liegt südlich von Tatooine. Wir besuchen es und machen dort eine Führung. Und aus dem machen sie die Farbe für die Moschee. Von Moschee, die gibt's Kristall. Das kommt die weiße Moschee. 1000 Jahre alter. Gips mit Sand von Sahara. Gibt's rote Haar, rot. Und die Invasion kann ich schauen, die Haut. Sand und Gips. Gibt's die Color von Berge. Sand, Gips mit Wasser gibt's Color. Verstehe. Wir schauen uns gerade das verlassene Dorf Chenini an. Das ist ein altes Berberdorf, schon vor 1000 Jahren hier wohl gegründet, war ursprünglich christlich und es lebten hier mal wirklich 5000 Leute, hat uns unser Führer gerade gesagt. Und mittlerweile sind es wieder 600. Die leben aber in dem neueren Teil. Hier der alte ist immer noch verlassen und unten waren die Wohnhöhlen und obendrauf die Speicher. Wie uns unsere Führer erzählt, hatten sie Angst vor den arabischen Invasoren, da diese Gemeinde hier christlich war. Also versuchten sie so unscheinbar wie möglich dort oben am Berg ihre Vorräte zu lagern und zu leben. Oh ja, seht ihr das? Dahinter siehst du sogar noch eine Vase und da rechts war die Speicher. Cool. In den unteren Ebenen befanden sich die Wohnhäuser. Weiter oben waren die Speicher. Ein Trick war es, die Amphoren als Speichergefäße größer zu machen, als die Türen waren. So war es selbst bei einem Überfall schwierig, die hinauszutragen und mitzunehmen. Ferner waren alle Häuser mit Sahara-Staub und Putz verkleidet. Damit waren sie fast unsichtbar und es gab wohl auch viele Karawanen, die vorbeizogen, ohne das Dorf überhaupt dort oben zu entdecken. Also diese Zeichen hier an der Decke im Stuck sind offensichtlich, oder stellen das dar, was hier in diesen Speicherkammern war. Das hier war wohl das Zeichen für Oliven. Hallo. Da hinten für Palmen. Hallo. Guck mal, das ist der Sammy. Das ist auf der anderen Seite vom Speicher. Guck mal. Hallo. Was für ein Morgen. Wir sind in den Star Wars Kulissen Xadi Dada. Und so beginnt unser Ausflug in die Star Wars Welt. Die Stadt Tatooine hat dem Wüstenplaneten Tatooine ihren Namen gegeben. Und hier in Xadi Dada erinnert auch ein großes Schild an die Dreharbeiten zu Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Denn diese Speicherburg diente als Kulisse für die Sklavenviertel der Stadt Mos Espa.
Das war eine alte Lagerburg. Eine Speicherburg, ja? Und was sind Speicherburgen? Da tun sie ganz viel speichern. Ja, was? Öle, Essen, Wasser. Ihre Vorräte, gell? Haben Sie. Take only what you need. So keep on singing to those who listen. Zu diesem Xar führt nur eine holprige Schotterpiste und er ist natürlich nicht so bekannt wie die ganzen Star Wars Kulissen, aber wir sind ganz alleine hier und können ihn auf eigene Faust entdecken, was ihn für uns zu etwas ganz Besonderem macht. Seht ihr das da vorne? Da vorne rechts. Ich glaube, das ist der Xar, wo wir heute übernachten wollen. Ja, wir stehen in der Berberkirche. Also ursprünglich war es eine Kirche, weil die Berber Christen waren. Und als dann hier Invasion war, wurde hier das Ganze konvertiert zu einer Moschee und im Wesentlichen wurde die Deckenbeschriftung verändert. So habe ich es verstanden. Cool. Eine Besonderheit in der ganzen Region sind die Ölmühlen, die auch in diesen Xars vorkommen. In Xar Haluf bekommen wir eine Privatführung und uns wird die Ölpresse gezeigt. Die Ölmühle besteht aus einem Mahlstein, der an einem Baumstamm befestigt ist und von einem kleinen Dromedar oder Eseln bewegt wird, um Öl zu gewinnen. Die gemahlene Olivenpaste wird dann in geflochtene Filtermatten in eine Ölpresse übereinander gestapelt.
Jetzt sind wir hier gerade mitten im Innenhof von Xar, ein wirklich magischer Übernachtungsplatz. Und jetzt kam eine Gruppe junger Tunesen und hat sich wirklich dafür interessiert, was wir so machen und wie wir auch Tunesien gerade wahrnehmen. Und wir haben uns mit denen jetzt wirklich fast eine Stunde lang auf Englisch unterhalten. Es hat total Spaß gemacht und es war ein ganz tolles Erlebnis jetzt auch für uns. Queen of Hearts. When everyone folds, your fork still holds your place. Und plötzlich wird es in diesem Dorf ganz schön eng. Close your eyes to hide your lies. Roll the dice. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is back, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. When I use my witchcraft. An einem Freitag erreichen wir Matmata und ohne zu wissen, befinden wir uns plötzlich inmitten eines Volksfestes. Es ist unglaublich spannend und es ist auch überraschend, wie unterschiedlich hier die Verkleidungen sind, die die unterschiedlichen Stämme und Kulturen repräsentieren. Hier im Hotel sind wir nochmal in einer Star Wars Kulisse gelandet. Die einstige Höhlenwohnung war in Star Wars als Lars Homestead das Zuhause von Luke Skywalker. Das Dorf Matmata ist sehr bekannt für seine Höhlenwohnungen. Die Berber gruben ihre Wohnhöhlen in den Lehmboden. Dort war die Temperatur sowohl im Sommer als auch im Winter angenehmer und die Feinde konnten die Höhlen nicht so schnell entdecken. Sehr typisch hier in Matmata ist wohl der Schachttyp. Das heißt, Schächte von 8 bis 15 Meter im Durchmesser wurden senkrecht in den Boden gegraben. Sie konnten bis zu 10 Meter tief sein. Von diesem offenen Hof gehen waagrecht Wohn-, Schlaf- und Vorratsräume ab. Das kann man hier im Hotel sehr schön sehen. Das ist die Art, wie sie hier gewohnt haben, in diesen Wohnhöhlen. Und hier im Hotel kann man tatsächlich das anschauen. Die hatten sogar einen Brunnen und es ist durchaus weitläufig hier. Man kann in verschiedene Teile gehen und heute sind dort verschiedene Zimmer und ein Restaurant und unter anderem auch die Star Wars Kulisse untergebracht.
Wir sind heute Morgen sehr früh aus Matmata aufgebrochen, einfach weil heute dieses Volksfest, in das wir gestern geplatzt sind, noch weitergeht und wir wollten nicht, dass die Straßen wieder komplett zu sind. Die Nacht war dementsprechend unruhig. Es war bis heute nach Mitternacht große, laute Musikparty und heute Morgen um 6 hat dann der Muezzin sein Bestes gegeben, um uns zu wecken. Die Stadt war sehr interessant, ist aber jetzt einer der letzten Stopps gewesen, der bei uns zum Thema Berberkultur war. Jetzt geht es erstmal weiter nach Gabes in die Küstenoase und mal wieder an den Strand für die Kinder. Promised we would find the time, dreaming for eternity, creating perfect memories. Yeah, we hoped we were gonna make it. Little did I know that time would take us to a place where love could grow. Ja, wir haben heute hier einen traumhaften Beachtag mit den Kindern. Sammy ist im Wellenreiten, die Kleinen probieren es auch schon mit dem Board und wir Großen waren jetzt auch schon im Wasser. Also merke, ab Ende März ist hier in Tunesien eindeutig Badesaison angesagt und jetzt packen wir alles wieder schön zusammen und dann startet unsere Tour ins Inland.